willkommen zu einem neuen Video mit uns. Wir sind in Brasilien am Meer und heute ist Schluss mit lustig. Genau, heute ist Schluss mit lustig, weil ihr seid schuld. Ihr seid schuld an dem, was passiert ist und das müssen wir mit euch klären. Zuerst mal schön, dass du das Video angeklickt hast. Bleib heute bis zum Ende dran, weil es gibt was zu gewinnen. Wir müssen nämlich dankbar sein, was zurückgeben. Wir haben den Meilenstein erreicht, den wir gedacht haben, dass wir den so schnell nicht erreichen. Diesen Kanal hier gibt es mittlerweile seit 2 Jahren. Wir haben vor 2 Jahren die ersten Videos hochgeladen, aber die Geschichte geht viel, viel weiter zurück. Alessandra und ich haben Hermann im Jahr 2018 schon fürs Reisen vorbereitet. Vom Militärfahrzeug zum Reisemobil. Hermann hatte wirklich einen schrecklichen Zustand und wir haben ihm erstmal ein vernünftiges Äußeres verpasst und innen drin alles renoviert. Aber es sollte noch weitere 4 Jahre dauern, bis wir endlich Vollzeit im Van leben und auf Reisen sind. Leider kam Björns Krebserkrankung dazwischen und deshalb wurden alle unsere Pläne erstmal umgeworfen. Deshalb mussten wir den Start unserer Südamerika-Reise nach hinten schieben und haben auf Sizilien überwintert. Wie sich später herausstellen sollte, haben wir diese Zeit gebraucht, um die ersten Erfahrungen mit Reisevideos zu sammeln. Sizilien hat uns die besten Geschichten und eindrucksvolle Bilder geliefert. Die Insel ist außerhalb der Saison ein absolutes Traumziel in Europa. Besonders der Nebrodi hat uns sehr gut gefallen. Die wilde Natur dort war eine echte Vorbereitung auf das, was uns in Amerika erwartet hat. Das Essen in Palermo oder die tollen Strände waren Highlights von unserem Roadtrip dort. Allerdings haben wir uns das beste Video bis zum Schluss aufgehoben. San Vito lo Capo ist absolut nicht von dieser Welt. Ein einzigartiger Ort. Danke Sizilien. Bevor wir nach Südamerika aufgebrochen sind, mussten wir noch einige Änderungen am Bus vornehmen. Gemeinsam mit Dominik von der T3 Synchro Schrauberecke haben wir den Bus auf die Expedition vorbereitet. Wir haben Luftfahrwerk gemeinsam eingebaut, den Zyklonfilter, damit der Staub nicht so in den Motor kommt und noch einige Änderungen am Fahrzeug vorgenommen. Außerdem haben wir Chris von der Ventzentrale besucht, die haben 2020 unseren Motorumbau gemacht und hier haben wir einfach mal vorgestellt, was Chris in seiner Werkstatt macht und das war unser erstes richtig erfolgreiches Video. Kurz vor der Abreise nach Südamerika haben wir das Video zu meiner Krebserkrankung gemacht und ich wollte mir einfach meinen Schmerz von der Seele reden, mich befreien vor der Reise. Und das war eigentlich der Startschuss dazu, dass unser Kanal wirklich erfolgreich geworden ist. Das Video hat heute über eine Viertelmillion Aufrufe. Dann im September 2023 ging es endlich los Richtung Patagonien. Wir sind jetzt seit etwas mehr als einem Jahr in Südamerika und haben 19.432 Kilometer zurückgelegt. Angefangen hat unsere Südamerika-Reise in Uruguay. Hier haben wir mit Michael und seiner Familie ein ganz tolles Video gedreht, das Auswandern in Uruguay. Und das war unser erstes erfolgreiches Video in Südamerika. Danach folgte dann ein halbes Jahr Patagonien. Wer sich dafür interessiert und es noch nicht gesehen hat, hier oben haben wir das Video dazu verlinkt. Wir haben extra einen Film gedreht, also einen Film mit großen Bildern. Schaut euch den unbedingt auf dem Fernseher an, ist ein Erlebnis. Nach knapp 10.000 Kilometern durch wilde Natur sind wir dann durch ganz Chile vom Süden bis in den Norden in die Atacama-Wüste gefahren. Wir sind über Pässe von knapp 5.000 Meter Höhe und durch menschenleere Trockenheit gefahren. Nachdem wir die Anden nach Argentinien überquert haben und eine schöne Pause in Salta eingelegt haben, in Argentinien, ging es dann weiter nach Paraguay. Paraguay war definitiv unser größtes Abenteuer. Es hat uns und Hermann absolut an seine Grenzen gebracht.
Aber hier haben wir auch unsere erfolgreichste Videoreihe gedreht und wir waren auf eigene Faust auf Safari. Wir haben so viele wilde Tiere gesehen wie noch niemals zuvor in unserem Leben. Das Pantanal war definitiv der Ort unserer Reise, der uns bisher am meisten begeistert hat. Hier hat Björn dann auch den MacGyver in sich entdeckt und uns mit Kabelbindern aus dem Dschungel befreit. Die Wasserpumpe, die Riemenscheibe und hier ist unsere super tolle Montage. Und solange da hier was zu sehen ist, passt's. Machen wir's. Nachdem wir versucht haben, das Leben einer Kuh zu retten, sind wir in die Kolonie Independencia gefahren. Hier haben wir lange festgesessen, weil wir Probleme mit unserem Bus hatten. Am Ende war es gut, dass wir nicht weiterfahren konnten, denn nur deshalb haben wir unser Video über die Auswanderer dort gemacht. Das Video hat heute weit über 200.000 Aufrufe und wird heute noch pro Tag fast 2000 Mal angeklickt. Pasito más. Jetzt sind wir in Brasilien angekommen und bewundern das Leben im Regenwald. Wir haben tolle Menschen kennengelernt und genießen die Zeit hier im Paradies in Bombinhas. Mach mal einen Wein auf, ne? Mhm. Es ist soweit. Ihr seid schuld. Ihr seid alle schuld. Alle gemeinsam. Oder? Que tu bebes, que bebimos, oder genau, was? Ihr seid schuld, dass wir trinken. Ihr seid schuld, dass wir hier immer noch durch die Gegend reisen. Und ihr seid schuld daran, dass wir heute 10.000 Follower erreicht haben. 10.000 Follower. Das ist unser absoluter Traum. Also wir haben seit 2 Jahren machen wir YouTube. Vor 6 Jahren haben wir gesagt, dass wir irgendwann mal einen YouTube-Kanal machen wollen. Seit 2 Jahren machen wir es. Und es waren echt harte, also wirklich harte 2 Jahre. Und jetzt sind es 10.000. Genau. Mann, total geil, oder? Absolutely. Es hace un poco raro como sentimiento que de todas estas personas algo hemos dado, ¿no? O sea, una sonrisa, un entretenimiento, algo que por esto nos siguen. Ja, Gracias. Und genau, und was wir auch total lieben, also was ich wirklich sagen muss, was total geil ist, dass immer uns wieder Leute schreiben, dass sie sagen, wir hätten sie animiert, auch so eine Reise zu machen oder sind jetzt auch unterwegs oder sie bauen gerade ihren Bus aus. Total geil, macht weiter so, weil genau deshalb machen wir das. Wir wollen es dafür haben, dass wenn wir später alt sind, wir sozusagen unsere Reise dokumentiert haben. Und für euch machen wir es, um einfach zu zeigen, dass ja das alles möglich ist, dass die Welt wunderschön ist und dass es überhaupt keinen Sinn macht zu warten. Und deswegen trinken wir auf euch. Prost. Auf euch alle. Ein dreifaches Hip Hip Hurra! Hip Hip Hurra! Prost. Hip Hip Hurra! Prost! Un pasito más. Zur Feier des Tages gibt es Churrasco. Wir sind ja in Brasilien, also dementsprechend stilecht. Und Churrasco heißt ja auf dem Spieß. Und wir haben uns extra heute noch so ein Ding gekauft. Die sind ja auch günstig, also 3 € habe ich dafür bezahlt. Und da knallen wir jetzt ein Stück Fleisch drauf und das kommt dann in den Grill rein. Aber zuerst muss das Fleisch mariniert werden. Wir nehmen ja Rindfleisch, also richtig schönes Beef.
Und darauf müssen wir darauf achten, dass wir eine schöne Fettschicht haben. Also das muss wirklich eine schöne dicke Fettschicht haben, die am Ende den Geschmack gibt und das schön, ja wie soll ich sagen, dass es schön saftig ist und nicht so trocken wird. Aber das wird im Gegensatz zu dem, wie wir das machen, vorher gesalzen. Das heißt, ich habe hier so ein Pariser Salz, das ist ein bisschen grobkörnig und drin sind noch so ein paar Kräuter, Oregano, Thymian etc. pp, was die da irgendwie mit reinmachen. Und damit reibe ich das jetzt ein, decke das ab und lasse das jetzt einfach mal noch so 2 Stunden stehen, bis das Feuer schön brennt, wir den Salat fertig haben, den Kram. Und dann kommt das Ding auf den Spieß und auf dem Spieß wird es dann am Ende in dem Grill, naja, bestimmt eine Stunde. Also ich habe mir jetzt gerade nochmal angeguckt, relativ dick, vielleicht sogar 1,5 Stunden, wenn wir brauchen, bis das fertig ist. So, auf geht's. Aber das Wichtigste für ein brasilianisches Churrasco ist natürlich, man macht sich erstmal ein Bier auf und da ist natürlich in Brasilien Spaten die Nummer 1. Wirklich, das siehst du ja an jeder Ecke. Also machen wir uns erstmal ein Bier auf und dann geht's weiter hier. Prost, ihr Lieben. Immer wieder geil auf den Campingplätzen in Südamerika. Es gibt immer öffentliche Grills und das sind jetzt nicht so einfach nur so eine Fläche mit so einem Rost oder so, sondern es ist mal so ein Ding hier im größten Teil und dann machst du halt also wir stehen ja hier direkt nebendran, also es sind jetzt 4 Meter Laufweg und hast einen mega geilen Grill. Und wer uns verfolgt, der weiß ja, dass wir unseren Grill auf chilenische Art und Weise auch anmachen und chilenische Art und Weise heißt El Maricón. Maricón heißt übersetzt Schwuler und warum das so ist, können wir jetzt uns alle ausdenken, aber es funktioniert ganz einfach. Man nimmt alle Kohle aus dem Sack raus, macht die links und rechts in den Grill rein, dann stellt man die Bierdose von dem Bier, was man dann ausgetrunken hat natürlich, in die Mitte. Um die Bierdose drumherum knüllt man den Sack von der Kohle richtig fest, der muss richtig geknüllt sein, presst den da rum. Dann presst man die Kohle wieder dran von der ganzen Seite, dass es alles abgedeckt ist, aussieht wie ein Vulkan und dann zieht man die Dose raus und dann zündet man das Ding an. Und die Kohle brennt wirklich innerhalb von Minuten. Also Holzkohle ist mit der Technik in 10 Minuten durchgebrannt. So, das machen wir jetzt. Und es reicht für so ein Churrasco 3,5 Kilo. Das sollten ausreichen. 4 Kilo für uns zusammen. Das haut auf jeden Fall hin. Ich habe noch so ein bisschen Hähnchenfleisch, das haben wir auch mariniert. Aber das sollte auf jeden Fall reichen. So, wenn man das jetzt schön gestopft hat, also das Papier unten in dem Ring um die Dose drum hat, die Kohle wieder drauf hat, dann zieht man hier einfach die Dose raus und dann hat man hier das Loch, was sich dann Maricón nennt. So, und da kann man jetzt entweder in die Mitte einen Grillanzünder reinschmeißen, man kann es auch nur anzünden, oder ich mache immer so ein bisschen Taschentuch mit Speiseöl, ganz bisschen rein, weil das wird irgendwie eine Kerze und das brennt auch richtig gut. Bei den öffentlichen Grills sind natürlich auch immer so Roste dabei und die sehen natürlich dementsprechend aus. Also die sind natürlich in Dauerbenutzung mit dem Rindfleisch und total fettig. Aber ist ja nur kein Ding. Einfach übers Feuer legen und ausbrennen. Das ist das Allerbeste. Gar nicht mit Seife rangehen, schruppen oder irgendwas, alles Blödsinn. Einfach über die Flamme legen und ausbrennen, ausklopfen und dann ist das Ding wieder sauber. Das ist Fett weg. So, Feuer brennt und es sind jetzt 15 Minuten und ich habe kein einziges Mal gewedelt und die Kohle ist komplett durch. Also richtig cool. So, jetzt kommt auf den Spieß unser Fleisch drauf. Das machen wir dann von allen Seiten hart angesbraten. Tschak, 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 tschak. Und danach ganz langsam mit ganz wenig Kohle und ganz wenig Hitze unten drunter wird es dann sozusagen gegart. Was ist denn da? Ist da Fleisch? Guck mal, was ist denn da? Wer ist denn dort? Palomali. Mach mal schön Sitz, ne? Mach mal Sitz. So ist fein. Sehr, sehr gut. Ja, mit dem Pups gleich hinterher. Ich habe das ja noch nie gemacht. Deswegen kann ich euch nicht sagen, ob das klappt oder nicht. Keine Ahnung. Man soll den Fleischspieß einölen auf jeden Fall. Dann soll es besser funktionieren. Na, das haben wir jetzt gemacht. Und dann wollen wir natürlich das vorne haben, im Grill drin, das hier hinten. Ja, das geht gut. Oh, das geht gut.
Da kannst du erstmal nichts sagen. Ich würde sagen, das ist auf dem Spieß drauf. Das haut. Na geil. Ja, wenn das Fett runtertropft, dann kommt auch eine richtige Stichflamme, aber das wollen wir. Also wir wollen das ruhig richtig hier geschlossen haben, damit da am Ende kein Saft mehr raustropft. Un pasito más. Ist schon total cool am Strand und mit Kokosnusssaft dazu. Einzigartig. Aber heute, wie soll ich sagen, gibt es mal was für euch. Heute kommt was zurück, ein kleines Dankeschön von uns. Ja, ihr könnt etwas gewinnen und das funktioniert so. Ja, und zwar ganz einfach. Ihr müsst einfach nur die magische Zahl, die wir in dem Video genannt haben, richtig in die Kommentare schreiben. Und zwar ist die magische Zahl die Gesamtkilometerzahl, die wir bisher in Südamerika zurückgelegt haben. Genau. Wer also die Kilometerzahl dort richtig einträgt und unter den ersten 50 ist, also die ersten 50 haben die Chance, in die Auslosung zu kommen, der hat die Chance zu gewinnen. Und die Auslosung, die findet nächste Woche statt, im nächsten Video. Und Alessandra wird in 2 Wochen nach Deutschland fliegen, das Paket mitnehmen, sozusagen euren Gewinn nach Deutschland transportieren. Und was es ist, sagen wir das? Nein, wir sagen es nicht. Ist eine Überraschung. Sicher ist, es kommt aus Südamerika. Genau. Un pasito más. Generell wollen wir uns bei euch allen aber nochmal wirklich von Herzen bedanken, dass das Interesse an unserem Kanal so groß ist und dass ihr unsere Reise verfolgt. 10.000 Follower, wir hätten uns das nie vorstellen können. Richtig, richtig geil. Ja, ein ganz großer Dank an die Leute bei PayPal. Also durch eure Unterstützung, wir haben Zeiten gehabt in Paraguay, ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Bei Kommentaren auch. Genau, super, super geile Kommentare. Wir haben eine geile Community. Wir freuen uns, mit euch gemeinsam diese Reise zu bestreiten. Genau, und für heute ist Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ja, con el sorteo. Genau, Oder? genau, mit der Auslosung. Ciao. Ciao. Cosa más.